Hi guys, it's me. So today I will show you a little bleaching project here. And I got this new stem but wanted to play around with it, and then I had this idea with bleaching. And I don't know if you're familiar with that, but you on black I used to, yeah, that's what I do. I bleach on black cardstock. Problem is, you need special cardstock for that. What you have to do is to try if it works or not. And so I have two different cardstocks. They work quite good, but they have then, when you bleached it, a different color tone. But you will see that here. So this is the stamp I want to use, and I use the Versamark with it, stamp it on the cardstock, and then I heat emboss it with a black embossing powder. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute so ein Bleaching-Projekt zeigen, und zwar habe ich diesen neuen Stempel, den ich ausprobieren wollte, und ein bisschen mit rumgespielt, und dann habe ich die Idee gehabt, oh, da könnte man doch super so ein Bleaching-Projekt mitmachen, oder so ein Bleichprojekt, sorry, und ich mache das dann auf schwarzem Cardstock. Problem ist, es gibt nur ganz wenig Cardstock, der dafür geeignet ist. Das muss man ausprobieren. Ich habe hier eins von Athos und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, von wem das ist. Die machen aber beide beim Bleachen, also beim Bleichen, verschiedenen Farbton. Aber es ist ganz gut, aber das werdet ihr noch sehen. So, ich fange hier an und heiß embosse auf diesem schwarzen, erst mit Versamark schön gestempelt und mit weiß oder mit feinem Embossingpulver hier in schwarz heiß embossed. Und wenn ihr das nicht kennt, ihr meint dann auch, ja, schwarz auf schwarz, das ist aber blöd. Nee, macht Sinn, werdet ihr dann sehen. So, jetzt gibt es hier noch dieses Herz zu diesem Thorax oder Brustkorb. Und das habe ich hier nochmal extra aufgestempelt und will das dann auch heiß embossen. Aber ich glaube, ich benutze das überhaupt nicht. Damit probiere ich sowieso noch rum mit diesem Herzen. Werdet ihr auch später noch sehen. This heart is what comes with this stamp set. I stamp it here extra and heat emboss it with black embossing powder, but I will use something completely different, and I'm playing around with that, trying to find the right heart. Actually, it will take me a long time to find out what's the best one. You will see my struggle later. But of course, now I will frame it. I have this embossing pencil marker, and I'm making some lines, and then I will put some embossing powder on top. It will stick to it, and then I can heat emboss it. Ich habe dann hier noch eine Umrandung machen wollen. Das mache ich mit diesem Marker, mit dem Embossing Marker, die es ja gibt. Und dann heiß embosse ich das auch ganz normal, wie die anderen Sachen auch. Und das macht nochmal, diese Umrandung macht nochmal einen super schönen Effekt. Das gefällt mir recht gut. Bessere ich noch so ein paar Ecken und Kanten aus. Und dann geht's los. Ja, ich bin hier ein bisschen fummelig. Immer wieder die Reste zurück, und damit man ja nichts verschwendet. Und dann wird das Ganze auch heiß embossed. So I, of course, have to look here to be very carefully that I don't heat emboss, or as little as possible in the middle. And when you overheat emboss something is already melted, then that could look a bit dull after a while. So okay, so now I use my bleach, and what's important with bleach is always take it fresh from the bottle. Always make sure that the bottle has been closed properly after you pour something out, because it will vaporize this bleaching effect, and that's why it's really important to take it fresh from a bottle in a little container. It really takes you a long time, or very a long way, when you really need only a tiny bit, and you only need a tiny bit that takes you a long way. So gosh, talking rubbish today. And when you're using a heat gun, actually, you will intensify the whole effect. So you can see on this cardstock, the effect is a bit more grayish brown. So
You will see the other cardstock I'm using later will be more like craft cardstock, this color. So, and yeah, now I saw that the heart I heat embossed here in black wouldn't work pretty well. Try to get a heart in red, because in black you wouldn't really see it or notice it when I glue it on top of that rib cages. So ja, ich habe dann hier gesehen schon, das schwarze Herz, das würde sich nicht abzeichnen auf dem schwarzen Thorax, und habe ich gedacht, versuche ich es mal mit rotem Embossingpulver, und jetzt, wo ich das schmelze, seht ihr, das wird zu dunkel, das macht auch keinen Sinn. Aber ich gebe nicht auf, so dann versuche ich natürlich auf Kraftcard zu stempeln und zu heiß embossen, weil der Hintergrund durch das Bleichen natürlich auch so ein bisschen so ein Kraftkarton Aussehen hat, aber das ist alles nichts. Das Rot gefällt mir dann nicht. You know, I'm trying here with red on craft card, because the bleached areas have this craft card character, but somehow I didn't like it. And then I thought, oh, might be this neon color, and I tried that. It's from Hero Arts. I have that for ages. I don't know, 10 years or so. I use it rarely, but I forgot about that actually. And then I thought, oh, I have something neon in my stash. So, okay. And what I do, I put clear embossing powder on top, and that's what I think is not bad. But it won't be the heart I will use. Ich habe dann hier noch verschiedene Sachen ausprobiert und ist mir irgendwie in den Sinn gekommen. Ich habe ja Neon-Stempelkissen und habe das probiert. Und dann mit klarem Embossingpulver drüber, was schon mal nicht schlecht ist. Aber ich werde noch was anderes benutzen, werdet ihr später sehen. So, das ist jetzt hier die zweite Cardstock, das ich benutze. Und da habe ich ja schon gesagt, das wird so ein bisschen hellbrauner. Das sieht so ein bisschen mehr nach Kraftkarte aus im Hintergrund. You know, this is the other cardstock I'm using for bleaching, and I told you before that this makes it's a different tone. So, and you can see that already here on the right. You have more a grayish thing and then this brownish thing. So now I try all the different hearts, cut them out and put them onto the rib cage just to have a look how it looks. And yeah, I don't really like it because here with the neon hearts, what I don't like is of course the white background. Try to get that darker with the marker afterwards, but yeah, it wasn't the right thing. So, and you will see later what I'm doing. So now I'm trying on the black to use the neon gel pens here and fill in the gaps with that. As I said, I'm showing all that, all my attempts, all my tries, all my ideas I had. But for me, it didn't work, and I will show you what happens and what you can do. All my ideas I will share, but I'm not using these ones. So this is the white stuff I didn't like, what peeked through the neon things, and I go over with some markers. But it was okay. If I wouldn't have come up with the other idea, I think I would have used these ones. Yeah. So, ich habe dann noch alles Mögliche versucht. Hier das Weiß im Hintergrund hat mir nicht gefallen, auf den Herzen mit dem Neon, und da habe ich dann jetzt mit Braun bin ich drüber, und das Schöne ist, da kann man dann natürlich drüber wischen und von der embossten Stelle das wegkriegen, dass es nur in den Löchern ist. So, und nun, was mache ich denn jetzt? Ach, jetzt versuche ich es nochmal in Rot, aber auf Weiß. Das funktioniert auch nicht. Das gefällt mir auch nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel probiert habe. Na, irgendwie hatte ich Zeit scheinbar. Ja, ich habe dann, so I used this red on white, and I thought that might be something. No, but the red, I don't like the red. You know, trying to get rid of the white in the background. But no, it was all boring, and no, I don't like it. Und auch hier, seht ihr ja, habe ich dann versucht, das Weiß wegzumachen hier mit den Markern, und ja, wie gesagt, es war alles nicht so die Lösung. Aber dann hatte ich die rettende Idee. Und zwar mein
meine Lieblingsfarbe. Yeah! Das ist mein Golden Highflow hier in fluoreszierendem Pink. Ja, und das ist es natürlich. You know, this is my fluorescent pink from Golden Highflows. And that's perfect. You will see that later. It's absolutely perfect. I love it. And I go on as usual, stamp it with Versamark, and then I go and use black embossing powder again, heat emboss it, and that's it. So I did that twice and put it on, and it's absolutely fantastic. Ich habe dann hier das in schwarz heiß embossed und zweimal gemacht, schön ausgeschnitten, und es ist einfach nur perfekt. So, jetzt kommt schon der Spruch, den ich für eine Karte mache, für die andere habe ich keins. Und das heißt, my heart will never be tired of loving you. Yeah, something like that. So. Und deshalb fand ich, also mein Herz wird niemals müde sein, dich zu lieben. Und ja, das wird, ist traurig, ja. But, ja. Ich muss es jetzt nicht weiter erklären. I have done this with the computer, this sentence, and I of course have only an inkjet printer, so I have to spray over it with varnish first, wait, let it dry, and then I go over with liquid varnish, and then I can work on it. Otherwise it will smear, and that's a problem. But I found a way, and that's okay. 3D foam tape on top, and then it goes over the card, and the other card will stay without a phrase, without words. So ich habe dann die andere, hier habe ich dann noch ein 3D-Tape drunter gemacht und das hier drüber geklebt, und die andere, die wird ohne Spruch bleiben. Ihr seht, ich habe die ja schon auf Karte. Hier gibt es nochmal ein Triple Gloss drauf. Das gibt dem Ganzen noch mehr Stabilität und sieht sehr schön aus, weil das schwarze Embossing-Pulver, das natürlich auch sehr shiny ist, das passt dann schon besser zusammen. Und dann kommt das Close-Up auch schon. So guys, the close-up will come now. You can see I put some triple gloss here on top just to have pick up on the shiny effect of the black embossing powder here. And the other card will stay without any phrases and words. So yeah, that's it. That's the close up, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. Bye guys! So ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Auch bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Und vor allen Dingen nicht vergessen, bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.